Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen Schokoladenkuchen mit Datteln und Walnüssen backe. Zuerst wird der Ofen auf 180 Grad vorgeheizt. Schokolade wird zusammen mit den Haselnüssen in einen Zerkleinerer gegeben und zerkleinert. Dabei sollten die Stücke nicht zu groß bleiben. Die Datteln werden entsteint, halbiert und die Hälften in ca. 8 mm große Würfel geschnitten. Die Walnüsse werden ebenfalls in nicht zu kleine Stücke zerhackt. Den Boden meiner Springform habe ich mit Backpapier ausgekleidet und eingefettet. Der innere Rand der Springform braucht nicht eingefettet zu werden. Um den äußeren Rand wickele ich einen Streifen Aluminiumfolie. Das mache ich, damit der Teig am Außenrand der Form nicht von zwei Seiten, also von unten und von der Seite, Hitze erhält und deswegen schneller gart und austrocknet. Das Ende der Aluminiumfolie wird mit einer Aktenklammer befestigt. Die Zutaten stehen abgewogen bereit. In den Zucker gebe ich nun das Kakaopulver, das Hafermehl und das Backpulver. Alles vermische ich, mit einem kleinen Schneebesen geht es deutlich besser, damit sich die Zutaten ohne zu klumpen später im Eiweiß verteilen können. Die Eier werden getrennt, die Eigelbe werden nicht benötigt. Das Eiweiß wird zu Schaum geschlagen und wenn es fest ist, werden das Zucker-Kakao-Gemisch sowie die zerkleinerte Schokolade mit den Haselnüssen dazugegeben. Alles wird nun auf kleinster Stufe vorsichtig untergehoben, das dauert ungefähr 30 Sekunden. Spritzer vom Rand werden eingerührt und kontrolliert, ob sich am Schüsselboden auch alles gut vermischt hat, und dann kann der Teig in die bereitstehende Springform gegeben werden. Die Datteln und Walnüsse habe ich nicht vergessen. Die Datteln verteile ich nun einzeln über den Teig. Das mache ich, da ich sie nun gleichmäßig verteilen und sie dabei auch voneinander trennen kann, denn sie neigen dazu, zusammenzukleben. Ebenso verteile ich die klein geschnittenen Walnüsse möglichst gleichmäßig auf der Oberfläche. Nun kann der Kuchen gebacken werden, und zwar ungefähr 25 Minuten. Nach dem Backen wird mit einem Messer am Innenrand der Springform entlang gefahren, um den Teig zu lösen, bevor die Form geöffnet und der Rand abgenommen werden kann. Er wird auf ein Kuchengitter gegeben und kann dort auskühlen. Bis es soweit ist, wasche ich eine Bio-Orange mit heißem Wasser ab, reibe sie trocken und ziehe mit einem Zestenreißer einige Streifen von der Schale ab. Sahne wird mit etwas Mascarpone darin steif geschlagen und zur Abrundung des Geschmacks gebe ich immer noch ein klein wenig Honig dazu, aber auch noch ein paar Streifen der Orangenschale. Der Kuchen ist mittlerweile abgekühlt, er wird mit etwas Puderzucker bestreut. Das Backpapier kann entfernt und der Kuchen auf eine Kuchenplatte gesetzt werden. Beim Anschneiden muss man immer ein bisschen aufpassen, denn die Datteln sind und bleiben klebrig und es kann ein Stück davon am Messer hängen bleiben. Obenauf kommt ein Klecks Sahne, welcher mit etwas Orangenschale verziert werden kann. Der Kuchen ist sehr weich und schokoladig, wobei sich beim Kauen die Süße der Datteln mit dem Geschmack der Schokolade verbindet. Interessant wird es immer dann, wenn man noch auf eine Walnuss beißt und deren leicht herber Geschmack ins Spiel kommt. Wenn man runde Kreise aussticht, kann man den Kuchen auch als Dessert reichen. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben sind unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachbacken und wie immer, guten Appetit!